Hallo ihr Lieben, es ist bald schon Adventszeit und ich dachte, ich werde euch ein paar Adventsdeko-Ideen zeigen. Und heute ist der aufwendigste Deko und heute geht es um so ein schönes Adventskranz. Den Kranz kannst du dann als Hängedeko verwenden, für Tür oder auf der Wand hängen, oder mit den Kerzen kannst du eine Tischdeko aus dem Kranz machen für Adventskerzen. Lasst uns anfangen! Für den Kranz brauchst du so einen Basiskranz, dann brauchst du auch Tannengrün, Eukalyptus, Tannenzapfen. Ich habe auch etwas Baumwolle dazu genommen. Dann brauchst du noch Basteldraht, Klebepistole und Schere. Erst werde ich den Basiskranz mit Tannengrün bedecken. Dafür schneide ich solche kleine Zweige und ich werde die dann mit dem Basteldraht befestigen. Ich habe den Basiskranz komplett mit dem Tannengrün bedeckt. Nur die untere Seite habe ich ohne Deko gelassen, weil ich finde, so bleibt es stabiler, wenn man dann den Kranz auf dem Tisch legt oder auch wenn man den Kranz auf einer Tür oder auf der Wand hängen will. So bleibt es dann ganz gerade und ich fand das etwas praktischer, aber wenn du möchtest, kannst du den Kranz natürlich auch komplett mit dem Tannengrün bedecken. Wenn es für dich einfacher ist, kannst du eine Zweige auf einmal befestigen oder wenn du magst, kannst du auch mehrere auf einmal befestigen. Ich fand es am einfachsten, wenn man 2 oder 3 nimmt, dann kann man eine größere Oberfläche auf einmal bedecken. Auf einigen Stellen fand ich aber einfacher, nur eine zu nehmen oder nur 2 zu nehmen, weil der Oberfläche schon bedeckt war und ich habe nicht so viel gebraucht. Dann habe ich gemerkt, dass ich von oben und auch von der inneren Seite schon den Kranz schön bedeckt habe, aber die äußeren Seiten waren schon ziemlich nackt und man könnte noch den Basiskranz sehen. Dann habe ich mich einfach an die Arbeit gemacht und auch die äußere Seite von dem Kranz mit dem Tannengrün bedeckt. Dann, wenn du den ganzen Kranz mit Tannengrün bedeckt hast und du bist zufrieden, wie es aussieht, kannst du auch den Eukalyptus dazu geben. Ich habe nicht viel Eukalyptus dazu gegeben, weil ich nur kleine Farbakzente auf dem Kranz haben wollte. Aber hier kannst du auch kreativ sein und so dekorieren, wie du möchtest. Ich habe erst den Eukalyptus einfach draufgelegt, um zu sehen, wie es aussieht, und erst danach dann mit dem Draht befestigt. Nach dem Eukalyptus bleibt uns nur die Baumwolle und die Tannenzapfen. Und erst habe ich die Baumwolle aus dem Zweig entfernt. Ich habe es nicht direkt befestigt, erst einfach so draufgelegt, um zu sehen, wie das Deko aussieht. Dann habe ich auch die Tannenzapfen dazu genommen, einfach auch draufgelegt, um zu sehen, wie es dann im Ganzen aussieht. So kann man erst den Deko planen und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man es noch ändern. Sonst, wenn man direkt klebt, dann kann man es leider nicht mehr ändern. Deswegen habe ich erst so die Dekoteile einfach draufgelegt und erst dann, wenn ich zufrieden mit dem Deko war, habe ich dann alle Teile mit dem Heißkleber beklebt. Hier ganz wichtig vorsichtig sein, weil der Kleber sehr heiß ist, und beim Kleben am besten etwas mehr Kleber dazugeben, so dass die Teile wirklich gut kleben bleiben. Dann einfach drauflegen, festdrücken und warten, bis die schön beklebt sind. Dann, wenn du möchtest, kannst du den Kranz noch mit einer batteriebetriebene Lichterkette dekorieren. Einfach die Lichterkette so um den Kranzdeko wickeln und dann kann man die Batterieteil einfach unter den Kranz verstecken. Und dann, wenn du den Kranz als Adventskerzkranz verwendet möchtest, dann noch den Kranz auf einen Teller oder Platte legen und die Kerze dazu geben.
Und so ist der Kranz für die Adventszeit bereit. Ich hoffe, dir hat mein Adventskranz-Video gefallen und ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, um dein eigenes Adventsdeko zu machen. Ich liebe solche Deko, die aus Naturmaterialien gemacht werden. Der Kranz duftet auch richtig schön nach Weihnachten, weil das Tannengrün ganz schön duftet und auch der Eukalyptus, und ich finde, dass der Baumwolle oder dass die Baumwolle und die Zapfen auch von Farben ganz schön zu dem Kranz passen. Natürlich kannst du auch andere Deko dazu nehmen und den Kranz etwas anders dekorieren. Ich wollte nur etwas Inspiration dir geben. Seitdem ich in Deutschland wohne, mache ich immer mein eigenes Adventskranz und es macht mir wirklich Spaß, sowas selber zu machen. Ich weiß nicht, warum ich das früher nicht gemacht habe und in Finnland auch nie gemacht habe. Aber es macht mir wirklich Spaß und jedes Jahr mache ich es etwas anders. Aber ich bevorzuge Naturmaterialien. Ich weiß nicht, ob das auch so eine finnische Sache ist, aber ich mag Deko und Deko aus Naturmaterialien und deswegen habe ich den Kranz auch so einfach gelassen. Ich würde aber gerne wissen, machst du auch deinen Adventskranz gerne selber und wenn ja, dann welche Deko du für den Kranz gerne benutzt. Sag mir gerne in den Kommentaren. Wenn dir mein Video gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Und demnächst kommen noch ein paar ganz simple Adventsdeko-Videos. Tschüss und bis zum nächsten Mal.